Es kursieren Berichte von Leuten, die eine seltsame Stimme hören. Die Damen und Herren des Chores und die Damen und Herren der Stadthistorie für die Prozession. Es soll also Licht ins Dunkel gebracht werden. Die Ursulinen bitte. Die Ursulinen bitte. Die Damen und Herren der Technik und Kollegen der Deko bitte für C2 Leuchtstoff und Leiche. Penderecki almost speeds up time. He overlaps scenes. He goes faster than real life. Schnell, 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 schnell! It's just an opera that is entirely unique. So that's the director's job, that's the creative team's job, to find a way to most satisfyingly solve the complexity of the piece so that the audience doesn't notice the effort that goes in to creating huge pictures, huge transformations. And that is, that for everyone in backstage, that's a massive challenge because there's suddenly 120 people that have to be standing on stage within a split second. And of course that's magical when you then witness that, but getting it to work is a challenge for everyone. And I can't say that it was easy. Seit einigen Tagen steht ein unwahrscheinlicher Kubus im Raum. Die Angelegenheit muss beleuchtet werden. Im Fall von dieser Produktion haben wir ein Bühnenbild entworfen, was milde gesagt sehr, sehr kompliziert ist, was Licht betrifft. Hat sehr, sehr viel mit Architektur zu tun. Also eine geschlossene Welt, sprich Kloster, wo man immer nur teilweise Einsicht kriegt, nie oder selten das gesamte Bild. Also man hat einen Kubus mit lauter Öffnungen drin, der sich dreht. Und wie man sich vorstellen kann, kriegt man dann da Blicke hinein, überall. Und diese Blicke fallen dann unweigerlich auf Scheinwerfer, die man eigentlich verstecken wollte. Es ist einfach ein sehr kompliziertes Puzzle, das Ganze. Die paar Zentimeter an der Stange entlang schieben, sodass er wirklich das Gesicht durch das kleine Loch trifft. Ich glaube, die wichtigste Funktion von Licht im Theater ist, das Publikum zu manipulieren, um es mal ganz krass auszusprechen. Also es zeigt den Menschen, wo sie hinschauen sollen, wie sie da hinschauen und auch warum. Das ist ein ungeheures Werkzeug im Theater. Aber das Ganze hat seine Wurzeln in dem Stück. Ungewöhnliche Klänge dringen aus den Tiefen des Hauses. Wer treibt hier bloß sein Unwesen? Das Stück hält einen komplett in Bann, wenn man das sieht. Das ist wirklich wie ein Thriller mit entsprechend schockierender Musik, mit Mikrotonalität und natürlich rein atonal. Es gibt Elemente des Serialismus, also der Zwölftontechnik. Es gibt Klangeffekte, die man so wiederum eher aus dem Bereich angewandte Musiktheater und Film kennt. Und drüber wird manchmal in freier Rezitation gesungen, das heißt, die Tondauern sind nicht festgelegt. Die Damen und Herren der Stadthistorie, Kinderstadthistorie und die Ursuline bitte. Unterdessen macht sich eine merkwürdige Hysterie breit. Der Teufel scheint das ganze Haus befallen zu haben. Gibt es eine Rettung? Die Damen und Herren des Chores bitte für die letzte Szene. Das Stück hat ein richtig explosives Potenzial. Die Art und Weise, wie Penderecki mit dem zeitgenössischen Theater, Musiktheater hier umgeht, finde ich, bleibt nach wie vor sehr aktuell. Das ist wirklich keine klassische Oper. Es gibt keine Arien, es gibt keine Ensembles, es gibt keine Ouvertüre, es gibt keine leicht zu merkenden Melodien, es gibt keine Taktstriche. Also der Dirigent hat manchmal eine sehr seltsame Aufgabe, einfach Nummern anzuzeigen,
die Anzahl der Ereignisse im Takt. Es gibt so und so viele musikalische Ereignisse zwischen zwei Taktstrichen und die zeigt man an. Und es entsteht ein sehr lebendiges, sehr unkonventionelles Theater mit Musik. The more repressed a society is, the more repressed the women are. And the more we repress women, the more it's an indication of a totalitarian regime. That's why it's dangerous, because the first step in patriarchy is always to control women's bodies. And so that first strand, which is about the frustration of this group of nuns, suddenly becomes involved as a complete red herring in the second strand. The sexuality and them being possessed by the devil is only an excuse for the political opponents of Grandier to destroy him. As we see a lot, that you use people's sexuality or their sexual behaviour as a way of destroying them publicly. And he has made the mistake, of course, of engaging in acts that are against the principles of the church. But what he gets accused of, ultimately, of being the agent of the devil, is completely absurd, and everyone knows that. Amen. Lässt sich ein Teufel austreiben? Oder muss man für ein derartiges Vorhaben sogar besessen sein?